Mexiko. Am 12. August 2019. Es war Montagabend. Carolay Serrano verließ das Haus ihrer Mutter im Stadtteil Milpa, wo sie ihre 3-jährige Tochter Amanda zurückließ. Sie sagte, sie würde sich mit Freunden treffen und später zurückkommen. Die Stunden vergingen. Carolay kam nicht zurück, wie sie es versprochen hatte. Als es dunkel wurde, begann ihre Mutter Rosemary sich Sorgen zu machen. Sie rief ihre Tochter an, aber es kam keine Antwort. Und die gesendeten Nachrichten wurden nicht gelesen. In ihrer Familie war es nicht üblich, ohne Vorwarnung zu verschwinden, vor allem nicht, wenn die kleine Tochter zu Hause blieb. Carolay informierte immer im Voraus, wenn sie sich verspätete. Das Schweigen wurde unerträglich. Am nächsten Morgen versuchte Rosemary, sich einzureden, dass Carolay vielleicht dringend zur Arbeit gerufen worden war. Gegen Abend machte sie sich auf den Weg zum Haus ihrer Tochter. Das Tor war nicht verschlossen. Im Haus brannte Licht. Der Fernseher war eingeschaltet. Der Haarglätter steckte noch in der Steckdose. Das bedeutete, dass Carolay offensichtlich nicht vorhatte, für längere Zeit wegzugehen. Es sah so aus, als wäre sie nur kurz weggegangen. Aber dieser kurze Moment hatte sich zu einem ganzen Tag hingezogen. Da sie nicht länger warten konnte, wandte sie sich an die Polizei und meldete ihre Tochter als vermisst. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehr als 24 Stunden seit ihrem Verschwinden vergangen. Gleichzeitig blieb die Familie nicht untätig. Sie klebten Plakate auf, suchten nach Zeugen und versuchten, Carolay selbst zu finden. Aber niemand, nicht einmal die nächsten Nachbarn, hatte Carolay seit Montag gesehen. Für Rosemary begannen endlose, qualvolle Stunden. Jeder Tag, an dem sie nichts von ihrer Tochter hörte, war für sie eine echte Tortur. Sie ging jede Kleinigkeit in ihrem Gedächtnis durch. Wer hatte ihre Tochter angerufen? Was hatte Carolay in den letzten Tagen gesagt? Mit wem hatte sie geschrieben? Beunruhigende Erinnerungsfetzen tauchten in ihrem Kopf auf. Ein unbekannter junger Mann in der Nähe des Hauses, eine Stimme in den Audionachrichten, die allgemeine Unruhe ihrer Tochter in letzter Zeit. Damals verstand sie noch nicht, wie alles zusammenhing, aber sie spürte bereits deutlich, es war etwas sehr Ernstes passiert. Die Polizei reagierte sofort auf Rosemarys Anzeige über das Verschwinden ihrer Tochter. Es wurden die üblichen Maßnahmen eingeleitet, um die möglichen Wege und Kontakte der Vermissten zu rekonstruieren. Die Ordnungskräfte begannen mit der Befragung des engsten Umfelds, darunter Arbeitskollegen, Nachbarn und Verwandte. Rosemary konnte keine konkreten Personen nennen, mit denen Carolay an diesem Abend getroffen hatte, was die ersten Schritte der Ermittlungen erschwerte. Keiner der Freunde der Familie berichtete von einem Treffen mit ihr. Die Polizei begann, die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Gegend, in der Carolay wohnte, zu sichten. Gegen 22:45 Uhr zeichneten die Überwachungskameras eines Supermarkts in der Gegend von Los Lagos auf, wie Carolay dort ankam und in einen weißen Honda CR-V stieg. Sie stieg freiwillig in das Auto ein. Sie hatte keine Tasche dabei. Auch ihr Handy war nicht zu sehen. Die Kamera zeichnete auf, wie das Auto in die Dunkelheit fuhr. Die Aufzeichnung der Überwachungskamera war der erste wichtige Hinweis. Allerdings gelang es zunächst nicht, die Identität des Fahrers oder das Kennzeichen des Autos festzustellen. Die Kameras hatten kein klares Bild des Kennzeichens aufgenommen. In den folgenden Tagen suchte die Polizei intensiv nach Carolay, verschickte Fahndungsfotos und leitete ein Vermisstenverfahren ein. Es gab jedoch keine neuen Hinweise, Aussagen oder Meldungen. Ihr Telefon blieb unerreichbar und ihr Bankkonto blieb inaktiv. Dies schloss die Version eines freiwilligen Verschwindens aus. Keine der Versionen hatte klare Anhaltspunkte. Es gab weder materielle Beweise noch Zeugen oder Hinweise auf mögliche Konflikte. Von diesem Moment an verlagerte die Polizei den Schwerpunkt von einem möglichen freiwilligen Verschwinden auf den Verdacht eines Verbrechens. Die Zweifel an der Freiwilligkeit ihres Verschwindens wurden immer geringer. Carolay wurde am 21. Dezember 1993 in der Provinz Heredia im Zentrum Costa Ricas geboren. Seit ihrer Geburt wurde sie von ihrer Mutter Rosemary aufgezogen, die allein zurückblieb, nachdem der leibliche Vater des Mädchens die Familie verlassen hatte. Nach einiger Zeit begann Rosemary mit einem Mann namens Miguel Ortiz zusammenzuleben. Er nahm Carolay wie seine eigene Tochter auf und wurde für sie zu einem Vater. Später bekamen Rosemary und Miguel eine weitere Tochter, Francine.
Trotz ihrer instabilen finanziellen Lage bemühte sich die Familie, eine Atmosphäre der Wärme und Fürsorge zu bewahren. Rosemary war eine fleißige Frau. Um ihre Kinder zu ernähren, verkaufte sie traditionelle kostarikanische Gerichte, darunter Tamales. Nach einigen Jahren zerbrach die Ehe von Rosemary und Miguel, und Rosemary blieb mit ihren beiden Töchtern zurück. Später heiratete sie einen anderen Mann, Roman Hiron, der auch Caroline und Francine als seine Töchter anerkannte. Aus dieser Ehe gingen 3 Söhne hervor, Raimundo, Oma und Simon. So wurde die Familie zu einer Großfamilie. Caroline kümmerte sich um ihre jüngeren Brüder und beteiligte sich aktiv an den Hausarbeiten, wobei sie seit ihrer Kindheit ihre Bereitschaft zeigte, ihrer Mutter zu helfen. Caroline erkannte, dass der Weg zu einer stabilen Zukunft Anstrengungen erfordern würde. Von klein auf träumte sie davon, Anwältin zu werden, Menschen zu verteidigen und Konflikte nach dem Gesetz zu lösen. Die finanzielle Lage der Familie erlaubte es jedoch nicht, diesen Plan sofort zu verwirklichen. Das Studium an der Universität musste verschoben werden. Zunächst musste sie Geld verdienen. Mit 20 Jahren begann Caroline, sich mit einem jungen Mann zu treffen, von dem sie ihre Tochter Amanda bekam. Die Beziehung zum Vater des Mädchens funktionierte nicht, aber er nahm weiterhin am Leben des Kindes teil. Amanda kam 2016 zur Welt und von diesem Moment an konzentrierte sich Caroline ausschließlich auf die Erziehung ihrer Tochter. Um sich und ihr Kind zu versorgen, nahm Caroline eine Stelle bei der Bäckerei Bimbo in derselben Provinz an. Mit einem stabilen Einkommen mietete sie eine Wohnung in der Gegend von Guarari de San Francisco, nicht weit vom Haus ihrer Mutter entfernt, aber in einem anderen Viertel. Dabei half Caroline Rosemary trotz ihrer eigenen Ausgaben regelmäßig finanziell. An Feiertagen fand sie immer eine Möglichkeit, ihrer Mutter mit Geschenken und Kleinigkeiten eine Freude zu machen. Während Caroline bei der Arbeit war, kümmerte sich die Großmutter um Amanda. Die Familie lebte weiterhin harmonisch zusammen und die Beziehungen zu ihren Verwandten hatten für sie Priorität. Trotz ihrer finanziellen Unabhängigkeit und ihrer vollständigen Konzentration auf ihr Kind träumte Caroline insgeheim von Liebe und einer festen Beziehung. Das Bedürfnis nach einem zuverlässigen Lebenspartner wuchs, und dieser innere Konflikt zwischen Mutterschaft und persönlichem Glück sollte schließlich zu tragischen Folgen führen, die das Schicksal ihrer Angehörigen für immer verändern sollten. Im Jahr 2018, als Caroline 24 Jahre alt war, tauchte ein Mann in ihrem Leben auf, der ihr zunächst zuverlässig und aufmerksam erschien. Er hieß André José Cubillos Delgado. Er war 21 Jahre alt. Sie lernten sich bei der Arbeit kennen. Beide waren Mitarbeiter der Firma Bimbo. Die Bekanntschaft erfolgte in einer ganz normalen Situation, ohne besondere Vorahnungen. Andrés begann, Interesse an Caroline zu zeigen. Er war höflich, zuvorkommend und ziemlich hartnäckig in seinen Avancen. Er erzählte ihr nicht, dass er verheiratet war. Zu dieser Zeit lebte er mit seiner Frau in einem anderen Stadtteil, verbarg jedoch seinen Familienstand bei der Arbeit. Caroline ahnte nicht, dass sie eine Beziehung mit einem verheirateten Mann aufbaute. André vermied geschickt Fragen zu seinem Privatleben, sprach nicht über seine Familie und stellte Caroline niemandem aus seinem Umfeld vor. Ihre Romanze entwickelte sich rasant. Caroline, voller Hoffnung auf eine ernsthafte Beziehung, träumte von einer stabilen Zukunft mit André. Sie zögerte jedoch, ihn ihrer Mutter vorzustellen, da sie an der Ernsthaftigkeit seiner Absichten zweifelte. Außerdem war es ihr unangenehm, über diese Beziehung zu sprechen, da sie selbst nicht genau wusste, mit wem sie sich eigentlich traf. André wich konkreten Antworten aus, wenn es um die Zukunft ihrer Beziehung ging. Er vermied Gespräche über gemeinsame Pläne, das Kennenlernen ihrer Familie oder ein offenes Bekenntnis zu ihrer Beziehung. Caroline hatte immer öfter das Gefühl, dass er versuchte, alles geheim zu halten, aber ihre Verliebtheit hinderte sie daran, Schlussfolgerungen zu ziehen. Sie glaubte seinen Worten und hoffte, dass bald alles klar werden würde. Andrés Verhalten weckte Zweifel in ihr, aber er glättete geschickt die heiklen Momente. Er versicherte ihr, dass er aus persönlichen Gründen, die angeblich nichts mit einer anderen Frau zu tun hätten, noch nicht bereit sei, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Er versprach, dass sich in Zukunft alles ändern würde und bat sie zu warten. Caroline versuchte, geduldig zu bleiben, in der Hoffnung, dass es sich nur um eine vorübergehende Schwierigkeit handelte.
Trotz ihrer Zweifel beendete Caroline die Beziehung zu Andrei nicht. Sie hoffte immer noch, dass sie die Situation beeinflussen könnte. Ihr Ziel war einfach: eine ehrliche, stabile Beziehung zu einem Mann, der sie als Frau und als Mutter respektiert. Aber schließlich wurde ihr klar, dass ihre Erwartungen nicht erfüllt werden würden. Die Situation wurde für sie innerlich widersprüchlich. Einerseits war sie bereits emotional in diese Beziehung involviert. Andererseits begann sie zu verstehen, dass alles zu seinen Bedingungen ablief. Caroline sah sich mit einer Realität konfrontiert, in der ihre Gefühle und Wünsche einseitig abhängig waren. Die innere Anspannung wuchs und ihr Vertrauen in Andrei schwächte sich zunehmend ab. Diese Unsicherheit entwickelte sich bald zu einem direkten Konflikt, in dem Caroline sich zum ersten Mal entschloss, von Andrei konkrete Taten zu verlangen. Genau in diesem Moment begannen sich die Ereignisse rasant zu entwickeln, nicht in Richtung Liebe, sondern in Richtung Tragödie. Am 6. August 2019 schickte Caroline ihm eine Nachricht über den Messenger mit einem Foto eines positiven Schwangerschaftstests. Das Bild hatte sie aus dem Internet heruntergeladen. Sie war nicht schwanger, aber es war ein Versuch, Andrei dazu zu zwingen, Verantwortung zu übernehmen und endlich ihre Beziehung anzuerkennen. Caroline erwartete, dass diese Nachricht ihn dazu bringen würde, die Situation zu überdenken und möglicherweise ihrer Beziehung Priorität einzuräumen. Sie hoffte, dass dies ihn zu einem offenen Gespräch bewegen und Geheimnisse beseitigen würde. Doch die Reaktion war eine völlig andere. Als Andrei das Foto des Tests erhielt, empfand er es als Bedrohung. Er begriff, dass es im Falle einer tatsächlichen Schwangerschaft unmöglich sein würde, ihre Beziehung weiterhin zu verheimlichen, und dass Caroline nicht vorhatte nachzugeben, sodass die Situation außer Kontrolle geraten könnte. Zudem hätte dies einen Verlust seines Ansehens und mögliche Konflikte innerhalb seiner Familie bedeutet. Er fürchtete die Entlarvung und wollte nicht zulassen, dass die Wahrheit ans Licht kam. Von diesem Moment an änderte sich Andreis Verhalten schlagartig. Er begann, nach einer radikalen Lösung zu suchen. Gespräche oder Erklärungen ließ er nicht mehr zu. Stattdessen begann er, einen Plan zu schmieden, dessen Ziel es war, Caroline zu beseitigen. Er wählte Gewalt als Mittel, um seine Position zu sichern. In den folgenden Tagen begann Andrei gezielt zu handeln. Er beschäftigte sich mit der Möglichkeit, Dritte für die Ausführung des Verbrechens zu gewinnen. Zunächst versuchte er, Erwachsene zu finden, stieß jedoch auf Ablehnung. Nach mehreren erfolglosen Versuchen wandte er sich Minderjährigen zu, in der Hoffnung, dass diese leichter zu manipulieren seien und für Geld bereit wären, ein Risiko einzugehen. Bald nahm Andrei Kontakt zu einem jungen Mädchen auf, das bereits bei illegalen Aktivitäten aufgefallen war. Es handelte sich um eine Minderjährige, der er Geld für die Beteiligung an dem Verbrechen anbot. Die Details wurden heimlich besprochen. Andrei legte seine Motive nicht vollständig offen, machte jedoch deutlich, dass es darum ging, ein Problem zu beseitigen. Die Bedrohung für Caroline war nun real geworden. Die Vorbereitungen für das Verbrechen gingen zügig voran. Das Mädchen, das in die Planung einbezogen wurde, hoffte weiterhin, dass sich die Situation ändern würde. Sie ahnte nicht, dass Carolines Versuch, die Beziehung zu retten, bereits zum Auslöser einer fatalen Entscheidung geworden war, die ohne ihr Wissen getroffen worden war. Die junge Täterin erklärte sich schließlich bereit, mitzuwirken, stellte jedoch Bedingungen, eine finanzielle Belohnung. Zusätzlich verlangte sie eine Stange Zigaretten als Teil der Bezahlung. Andrei willigte ein und bestätigte, dass er ihr $250 übergeben würde. Sie akzeptierte diese Bedingungen und begann, weitere Helfer für die Umsetzung des Plans zu suchen. Sie wandte sich an den 19-jährigen Soto Rodriguez, den sie kannte, der Verbindungen zu Straßenbanden hatte und Erfahrung im Umgang mit Minderjährigen besaß, die zu rechtswidrigem Verhalten neigten. Er stellte keine unnötigen Fragen. Nach einem kurzen Gespräch erklärte er sich bereit, mitzuwirken und versprach, noch eine weitere Person mitzubringen. Seine Wahl fiel auf einen 17-jährigen Jugendlichen, dessen Name nicht bekannt gegeben wird. Letztlich waren mindestens 4 Personen an der Vorbereitung des Verbrechens beteiligt, darunter auch Andrei selbst. Die Bedingungen waren klar: Caroline an einen zuvor festgelegten Ort bringen, sie isolieren und die Durchführung der Hauptaktion, den Mord, sicherstellen. Alles sollte schnell und ohne unnötigen Lärm geschehen. Die junge Teilnehmerin übernahm eine zusätzliche Aufgabe: eine Waffe zu beschaffen.
Auf Andrejs Bitte hin fand sie eine Pistole, deren Herkunft in den Ermittlungsunterlagen nicht näher benannt ist. Ihre Handlungen deuten darauf hin, dass sie bereits Erfahrung im Umgang mit kriminellen Kreisen hatte. Sie stellte keine Fragen, handelte ruhig und schnell. Die kriminelle Gruppe vereinbarte, dass das Verbrechen nachts an einem wenig frequentierten Ort begangen werden sollte. Keiner der jungen Leute war sich bewusst, dass sie sich zu Komplizen eines vorsätzlich geplanten Verbrechens machten. Für sie war es lediglich ein Geschäft, bei dem sie die Rolle der Ausführenden übernahmen, ohne die möglichen Folgen abzuwägen. Andrej hielt sich zurück und kontrollierte den Prozess, ohne sich offen zu verraten. Seine Beteiligung weckte zu diesem Zeitpunkt selbst bei den zukünftigen Ausführenden keinen Verdacht. Er gab sich als Auftraggeber, der seine Probleme mit fremder Hilfe lösen wollte. Am Abend des 12. August 2019 schickte Andrej Kubilos Karolai eine Nachricht, in der er sie zu einem Treffen mit angeblichen Freunden einlud. Er teilte ihr mit, dass eine informelle Zusammenkunft auf einer Aussichtsplattform in der Nähe von Barva organisiert werde. Die Kommunikation erfolgte über einen Messenger und Karolai ahnte nichts vom wahren Zweck dieses Treffens. Andrej versicherte ihr, dass alles ruhig verlaufen würde und sie noch am selben Abend nach Hause zurückkehren könne. Als Karolai in das Auto stieg, befanden sich bereits alle Beteiligten des Verbrechens darin. Andrej, eine minderjährige Beteiligte, Soto Rodriguez und ein weiterer junger Mann. Die Fahrt dauerte etwa 15 Minuten. Nach der Ankunft führte Andrej sie zusammen mit den anderen Beteiligten an einen unbeleuchteten Ort. Dort wurde der Plan in die Tat umgesetzt. Mit einer Schusswaffe wurde Karolai in den Kopf geschossen. Der Schuss wurde von Andrej selbst abgegeben. Diese Information wurde später durch die Aussagen der jungen Männer bestätigt, die an dem Verbrechen beteiligt waren. Sie erklärten, dass sie Karolai an den Händen festhielten, während Andrej den Schuss abgab. Ursprünglich hatte die Gruppe geplant, die Leiche durch Verbrennen zu beseitigen. Aus Angst, dass das Feuer Aufmerksamkeit erregen und die Beweise nicht vollständig beseitigen würde, gaben sie diese Idee jedoch auf. Der Ort, an dem sie sich befanden, war abgelegen und sie beschlossen, die natürlichen Gegebenheiten zu nutzen. In der lehmigen Erde in der Nähe gruben sie ein flaches Grab und legten die Leiche hinein. Sie hofften, dass die in den Bergen lebenden Wildtiere das Grab aufwühlen und die Überreste wegschleppen würden, wodurch die Suche erschwert würde. Diese Entscheidung wurde spontan, ohne vorherige Planung, getroffen. Nach der Beerdigung kehrten die Täter zum Auto zurück. Andrej fuhr die Beteiligten nach Hause. Danach fuhr er zu Karolais Haus, um die restlichen Sachen zu holen: ihre Tasche, ihre Dokumente und ihr Mobiltelefon. Diese Maßnahmen sollten den Anschein erwecken, dass Karolai spurlos verschwunden sei. Er wusste, dass es Verdacht erregen könnte, wenn ihre Sachen zurückblieben. Der Plan sah vor, dass ihr Verschwinden als selbstbestimmtes Verlassen gedeutet werden sollte. Alles wurde so arrangiert, dass die Spuren so weit wie möglich verwischt wurden. Am nächsten Tag begann Andrej, in den sozialen Netzwerken religiöse Zitate und Sprüche zu veröffentlichen, die sich mit Vergebung und Glauben befassten. Wie sich später herausstellte, waren diese Handlungen ein Versuch, den Eindruck zu erwecken, dass er eine Art inneren Konflikt durchlebte. Auf diese Weise versuchte er, die Aufmerksamkeit von sich abzulenken und das Bild einer Person zu schaffen, die in keiner Weise mit dem Geschehenen in Verbindung stand. Zu diesem Zeitpunkt hatten weder die Familie noch die Ermittler Grund, Andrej zu verdächtigen. Karolai galt als vermisst. Doch entgegen den Erwartungen der Täter nahmen die Ereignisse eine andere Wendung und das Verbergen der Beweise brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Tage nach dem Verschwinden vergingen. Die Polizei überprüfte weiterhin alle möglichen Spuren, doch ohne konkrete Ergebnisse. Für die Familie begann eine Zeit der vollständigen Ungewissheit. Die Situation wurde noch schwieriger, als wichtige Daten näher rückten. Im Dezember 2019 wäre Karolai 26 Jahre alt geworden. Anstelle einer fröhlichen Geburtstagsfeier hielten sie eine Gebetsversammlung ab. Weihnachten verlief in bedrückender Stille, ohne die üblichen Dekorationen und ohne einen Weihnachtsbaum. Jeder Tag des Wartens war qualvoll. Die Ermittlungen gingen weiter, doch ohne Ergebnisse. Die Familie fühlte sich vergessen. Rosemary beschloss, eine eigene Seite in den sozialen Netzwerken einzurichten, die der Suche nach Karolai gewidmet war.
Sie veröffentlichte Fotos von Carolei, schilderte Details über ihr Verschwinden und bat diejenigen um Hilfe, die möglicherweise etwas gesehen hatten. Über diese Seite begann sie auch, Kontakt zu anderen Familien aufzunehmen, deren Angehörige ebenfalls verschwunden waren. Nach und nach wurde die Plattform zu einem Ort der gegenseitigen Unterstützung, an dem Angehörige ihren Schmerz und ihre Informationen teilten. Zu dieser Zeit begann die Tochter von Carolei, Amanda, immer häufiger Fragen zu stellen. Sie war erst 3 Jahre alt und verstand nicht, warum ihre Mutter nicht mehr auftauchte. Rosemary und die anderen Erwachsenen konnten dem Mädchen nicht erklären, was passiert war, also beschlossen sie, ihr zu sagen, dass ihre Mutter zu einem Stern am Himmel geworden sei. Amanda schaute oft in den Himmel und glaubte, dass ihre Mutter sie beobachtete. Das war das Einzige, was sie in Momenten des Unverständnisses beruhigte. Das Fehlen von Antworten führte zu einer ständigen inneren Anspannung. Rosemary wurde zunehmend ängstlich. Jedes Mal, wenn eines ihrer Kinder sich verspätete, ging sie zur Bushaltestelle oder rief an, bis sie die Bestätigung erhielt, dass alles in Ordnung war. Das Verschwinden von Carolei war für sie nicht nur eine Tragödie, sondern auch eine Quelle ständiger Angst um die übrigen Familienmitglieder. Fast ein halbes Jahr war seit ihrem Verschwinden vergangen, doch es gab keine Spuren. Die Wahrheit rückte jedoch näher, und bald sollte das Schweigen gebrochen werden. Anfang 2020 gab es die ersten Fortschritte im Fall des Verschwindens von Carolei. Fast ein halbes Jahr nach ihrem Verschwinden ging bei den Strafverfolgungsbehörden ein anonymer Anruf ein. Der Anrufer teilte mit, dass sich menschliche Überreste auf dem Gelände einer verlassenen Farm in der Nähe des Vulkans Barva in der Provinz Heredia befinden könnten. Am 5. Februar führte die Polizei zusammen mit Hundeführern eine Untersuchung des angegebenen Geländes durch. Es handelte sich um ein schwer zugängliches Berggebiet mit dichter Vegetation. Kriminaltechniker und ein Ermittlungsteam kamen vor Ort. Sie untersuchten das Gebiet mehrere Stunden lang, fanden jedoch nichts. Die Untersuchung blieb ergebnislos. Es wurden keine Spuren menschlicher Anwesenheit oder einer Bestattung entdeckt. Am nächsten Tag begab sich die Familie von Carolei selbst zu dem Ort. Ihre Aufmerksamkeit wurde auf einen verdächtigen Sack gelenkt, der in der Nähe eines Waldweges lag und in dem sich Knochen befanden. Die Angehörigen meldeten diesen Fund sofort der Polizei. Der Inhalt des Sacks wurde zur Untersuchung weitergeleitet. Die Laboranalyse ergab jedoch, dass es sich um Tierknochen handelte. Die Hoffnung wich erneut der Enttäuschung. Am 11. Februar gab es eine neue Entwicklung. Ein Mann namens Juan Manuel Monteira, der regelmäßig in dieser Gegend spazieren ging, entdeckte in der Nähe eines Bergpfades Frauenkleidung, Unterwäsche, eine Bluse, Schuhe und Bündel langer, dunkler Haare. Er meldete seinen Fund der Polizei und wies darauf hin, dass die Kleidungsstücke mit denen übereinstimmten, die Carolei am Tag ihres Verschwindens getragen hatte. Am 12. Februar begab sich eine neue Gruppe von Ermittlern in dieses Gebiet. Die Untersuchung der Gegend brachte schließlich Ergebnisse. Es wurden Überreste gefunden. Ein Schädel, Beckenknochen und Teile von Oberschenkelknochen. Außerdem wurden in der Nähe Haare entdeckt. Die Gerichtsmediziner begannen mit der Identifizierung der Verstorbenen und nahmen dazu eine DNA-Probe von Rosemary, der Mutter von Carolei. Die Ergebnisse der Analyse ließen jedoch noch 10 lange Wochen auf sich warten. Trotz des Fehlens eines offiziellen Gutachtens gingen die Ermittler bereits davon aus, dass es sich um Carolei handelte. Die Übereinstimmung des Fundortes mit früheren Angaben, der Zustand der Überreste und die gefundenen persönlichen Gegenstände deuteten darauf hin. Dennoch wurde Rosemary diese Information ohne offizielle Bestätigung mitgeteilt. In der Zwischenzeit verbreitete sich die Nachricht über den Fund in den lokalen Medien. Ein Bestattungsunternehmen bot der Familie an, die zukünftigen Bestattungskosten zu übernehmen. Dies war ein seltener Fall von öffentlicher Unterstützung in einer solchen Situation. Solange die Überreste jedoch nicht offiziell identifiziert waren, konnte die Familie keine weiteren Schritte unternehmen. Die Beweise waren gefunden worden, doch es blieben zentrale Fragen offen. Wer war daran beteiligt und wie genau war das Verbrechen begangen worden? Die Antworten mussten in weiteren Ermittlungen gesucht werden. Nach der Entdeckung der Überreste und der Kleidung intensivierte die Untersuchung die Analyse aller verfügbaren Materialien. Die Polizei begann mit der Überprüfung der Besitzer von Fahrzeugen dieser Marke sowie der Farbe des Fahrzeugs innerhalb der Provinz,
wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Mitarbeitern der Firma Bimbo lag, dem Arbeitsplatz von Caroline. Nach dem Abgleich der Daten stellten die Ermittler fest, dass einer der Mitarbeiter tatsächlich einen weißen Honda CR-V besaß. Diese Person war Andrei Kubilo. Nachdem der Besitzer des Autos ermittelt worden war, erhielten die Ermittler die Genehmigung für operative Maßnahmen. Bald darauf organisierte die Polizei eine groß angelegte Operation in mehreren Wohngebieten. Im Rahmen dieser Durchsuchungen wurden Andrei Kubilo sowie mehrere junge Menschen festgenommen. Unter ihnen befanden sich der 19-jährige Soto Rodriguez und 2 Minderjährige. Bei den Durchsuchungen wurden Telefone, Kleidungsstücke und andere potenzielle Beweismittel beschlagnahmt. Besondere Aufmerksamkeit widmeten die Ermittler dem Auto von Andrei. Das Fahrzeug wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung weitergeleitet, um nach Blutspuren, biologischen Partikeln und Fingerabdrücken zu suchen. Eine der Durchsuchungen fand im Haus eines mit dem Fall in Verbindung stehenden Tatverdächtigen statt. Dort wurden Gegenstände mit Blutspuren entdeckt. Alle beschlagnahmten Materialien wurden zur Analyse an ein Labor geschickt. Die Ermittler erhielten außerdem Zugang zur Korrespondenz zwischen Caroline und Andrei. Diese Nachrichten bestätigten, dass es zwischen den beiden einen Konflikt gegeben hatte, der mit einer möglichen Schwangerschaft und der Forderung nach Anerkennung der Beziehung zusammenhing. Dies verlieh dem Fall eine zusätzliche motivierende Grundlage. Die Tatsache, dass Caroline die Wahrheit über Andreis Familienstand nicht kannte, wurde zu einem der Schlüsselelemente für die Konstruktion der Anklageversion. Zu diesem Zeitpunkt verband die Untersuchung das Verschwinden von Caroline endgültig mit Andreis Handlungen. Der Fall ging von der Ermittlungsphase in die Phase der Strafverfolgung über. Die Masken fielen und hinter dem scheinbar geordneten Leben einiger Verdächtiger traten konkrete Rollen in einem organisierten Verbrechen zutage. Nach der Festnahme der Mitglieder der kriminellen Vereinigung begannen die Ermittler mit den Verhören. Unter dem Druck der Beweise gestanden 2 Minderjährige ihre Beteiligung an dem Verbrechen, einschließlich der Rolle jedes Einzelnen bei der Vorbereitung und Durchführung der Tat. Die zusammengefassten Daten, Geständnisse, Beweise und die Analyse des Inhalts der Telefone ermöglichten es den Ermittlern, ein vollständiges Bild zu rekonstruieren. Caroline wurde Opfer eines gezielten und im Voraus geplanten Verbrechens, an dem ein erwachsener Auftraggeber und mehrere junge Täter beteiligt waren. Die in den Akten gesammelten Details schlossen die Version eines Unfalls oder eines spontanen Konflikts vor Ort aus. Es handelte sich um ein organisiertes Verbrechen mit klarer Motivation und kaltblütiger Ausführung. Die Verhandlung begann mit der Minderjährigen, die an der Organisation des Verbrechens beteiligt gewesen war. Ihre Handlungen wurden als Beihilfe zur Tat eingestuft. Vor Gericht wurden ihre Aussagen, ihre Korrespondenz mit Andrei Kubilo sowie Beweise vorgelegt, die ihre aktive Rolle bei der Vorbereitung bestätigten. Trotz der Schwere der Anklage beschränkte sich das Gericht auf eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren unter Berücksichtigung der Zeit, die sie bereits in der Jugendstrafanstalt in Erwartung des Urteils verbracht hatte. Rosemary, die Mutter von Caroline, war bei der Verhandlung anwesend. Sie nahm das Urteil schwer. Ihrer Ansicht nach entsprach eine so kurze Strafe nicht der Brutalität des Verbrechens. Der Anwalt der Familie erklärte, er werde die maximal mögliche Strafe von 15 Jahren beantragen, die das kostarikanische Recht für Personen unter 18 Jahren vorsieht. Später fand eine separate Gerichtsverhandlung im Fall von Andrei Kubilo und Soto Rodriguez statt. Beide bekannten sich schuldig. Aufgrund ihrer Geständnisse wurde ihnen ein abgekürztes Verfahren gewährt. Jeder von ihnen wurde wegen Beteiligung an dem geplanten Verbrechen zu 24 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht entschied außerdem, Rosemary ein Auto, ein Motorrad und $1.000, die Andrei gehört hatten, als Entschädigung zu übergeben. Die Ermittlungen gegen einen weiteren Minderjährigen, der an dem Verbrechen beteiligt gewesen war, dauerten zu diesem Zeitpunkt noch an. Sein Fall blieb in der Zuständigkeit des Jugendgerichts und Informationen über den Verlauf des Verfahrens wurden nicht veröffentlicht. Eine endgültige Entscheidung wurde in den folgenden Monaten erwartet. Damit war der rechtliche Teil von Caroline Serranos Geschichte noch nicht vollständig abgeschlossen. Rosemary beschloss, das zugesprochene Geld für die Verbesserung der Wohnverhältnisse zu verwenden. Sie begann mit der Umgestaltung des Hauses, um ein separates Zimmer für ihre Enkelin zu schaffen. Der Familie war bewusst, dass nun die gesamte Verantwortung für Amanda bei ihnen lag, und sie tat alles, damit das Kind sich sicher, geborgen und geliebt fühlte.
Unterstützung kam jedoch nicht nur aus dem rechtlichen Umfeld. Auch Nachbarn und fremde Menschen aus dem ganzen Land begannen, Rosemary zu helfen. Viele bestellten bei ihr Essen, vor allem die traditionellen Tamales, die sie seit ihrer Kindheit zubereitete. Selbst Menschen aus entfernten Gegenden kamen persönlich vorbei, um ihre Bestellungen abzuholen und ihr Mitgefühl auszudrücken. Die Gesellschaft reagierte auf die Tragödie mit einer Anteilnahme, die die Familie nicht erwartet hatte. Menschen brachten Lebensmittel, boten Hilfe an und spendeten moralischen Beistand. Diese unerwartete Solidarität wurde für Rosemary zu einer unschätzbaren Kraftquelle in dieser schweren Zeit. Eines Tages spielte Amanda mit ihrer Großmutter im Garten, als plötzlich eine weiße Feder vom Himmel fiel und direkt auf ihren Schoß landete. Das Mädchen sagte leise, ihre Mutter habe ihr diese Feder vom Himmel geschickt. Seitdem trug sie in ihrem Haar, bis sie eines Tages in ihrem Zimmer verlor. Dieser Augenblick brannte sich tief in das Gedächtnis der ganzen Familie ein, als stilles, zartes Zeichen einer Verbindung, die selbst der Tod nicht hatte trennen können. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.